Können 198 Modellzüge eine große Lok ziehen? Diese Aufgabe stellte sich das Team vom Miniatur Wunderland im Oktober. Vor 6 Jahren schlug der erste Versuch, diesen Weltrekord aufzustellen, fehl. Doch dieses Mal sollte alles besser werden. Bis der eigentliche Versuch starten kann, ist aber noch viel zu tun. Und es war halt so, dass wir, speziell ja Freddy und Gerrit, immer so auch eine gewisse Menge Rekordjäger sind und uns dann natürlich angezündet haben und man Jahre vorher diese längste Zuggeschichte eigentlich immer schon durchgezogen hat. Im Elbtunnel und vorher war es hier im Speicher und so. Und ich glaube, da musste einfach mal was Neues her. Und natürlich ist man irgendwann an so einer großen Lok dran und sagt, wie schwer ist die denn eigentlich? Und die steht auf Gleisen und sie rollt hier in klein, das geht ja auch in groß. Und kriegt man das nicht hin? So eine kleine Lok hat ja eine Kraft. Wenn wir das jetzt alles hochrechnen und übertragen und auf ganz, ganz viele und so. Ich glaube, der Mensch ist einfach so gepolt, dass er irgendwann auf so eine behämmerte Idee kommt und sagt, ja, muss ja möglich sein. Ein Dachboden in der Speicherstadt. Normalerweise ein Lager für überschüssiges Mobiliar. Vor dem anstehenden Weltrekordversuch wurden hier allerdings die letzten wichtigen Schritte zur Vorbereitung unternommen. Ja, rangegangen sind wir erstmal auf ganz kleinen physikalischen Größen. Ne? Man fängt wieder beim Schulunterricht an und sagt, was habe ich denn in der Schule mal gelernt? Und in der Schule habe ich irgendwann mal eine Federzugwaage in der Hand gehabt. Und Joachim, Bahntechnik, damals mein Chef, kam irgendwann an und sagte, Federzugwaage, wenn wir die jetzt mal an so einen Zug hängen, was macht der, also an so eine Lok, was macht die denn? Und irgendwann hatten wir 4 Loks hintereinander oder 5 Loks hintereinander und dann setzt der Booster aus. Also kein Strom mehr für all diese Loks sozusagen. Und dann haben wir gedacht, okay gut, jetzt denk mal weiter, Parallelgleis, Parallelgleis, Parallelgleis. Jetzt zieht das mal größer auf. Und wie viele kriegen wir da hintereinander und was brauchen wir dann an Strom und was können wir rechnerisch dann überhaupt schaffen? Wir haben Vortests gemacht, in der Halle auch, und haben mal geguckt, wie viel Kilonewton man braucht, um so ein Ding überhaupt loszuziehen. Es kommt so ein bisschen drauf an, wo die Lok steht, wie die Lok steht. Die Züge sind aufgeständert, also die Gleise sind aufgeständert, dass der Zug höher steht, dass du also normalerweise sind diese Gleise ja, um Revision zu machen oder so, kannst du dann am Zug lang gehen, unter durchgehen. Und dieses Aufständern ist nicht bei allen Gleisen gleich. Das heißt, die haben spezielle Gleise, wo mehr aufgeständert ist, damit das Gleis sehr, 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 sehr gerade ist. Und es gibt Gleise, wo das nicht so ist. Und du hast halt das Problem, dass wenn du in so ein Gleistal quasi rein, hört sich verrückt an, aber das biegt sich wirklich durch, wenn du da reinfährst und das gleichmäßig mit 2 Drehgestellen machst, dann kriegst du diese Lok von Menschenhand niemals bewegt, keine Chance. Und das war unser Problem beim ersten Mal, dass wir, ich glaube ziemlich genau bei 7,7 Meter alle Achsen der Lok aus den Tälern wieder auf den Berg hochkriegen mussten. Und das haben wir nicht geschafft. Die Stelle, an der die große Lok nur Millimeter bergauf fährt. Sieben Meter sind es nun bereits. 3 Meter noch und der Versuch zählt als Weltrekord. Doch dann 150 Miniloks stehen still. Ich habe ausgemacht. Die stehen. Und da muss man ehrlich sagen, da gab es auch riesen Fets im Hintergrund und das Wunderland ist halt emotional und nee, da sind sich die Leute angegangen und wie konnte das sein und Verzweiflung und Tränen und alles Mögliche. Und Jahre später hat man gesagt, okay, wir haben daraus gelernt und jetzt greifen wir wieder an. Ich hatte die Projektleitung, habe natürlich viel über die ganzen Jahre von Joachim gelernt. Joachim hat zu mir gesagt, Lars, du weißt, das wird uns nie wieder passieren. Und dann hat es auch geklappt. Lars war ja damals zu der Zeit noch in meiner Abteilung. Und es war klar, dass der Termin immer weiter geschoben wurde. Also ja, kann ich vielleicht auch noch mal was zu sagen. Man kriegt auch nicht so einfach eine Lok, also eine echte Lok. Ne? Also, du glaubst immer, du gehst da hin und Deutsche Bahn AG, die hat 4.000 Loks, 5.000, 8.000. Nee, haben die nicht. Die haben von den 101er haben die keine 500. So, und dann ist das ein riesen logistisches Problem, so eine Lok zu blocken und zu sagen, so, die kriege ich jetzt. Und im Gegenzug mal eben bei Märklin, Rocco, Pico, egal anrufen, ich hätte gerne mal 200 Loks. 210, ne, weil man hat mal ein bisschen Ausfall.
Wir haben gestern Abend noch ein großes Problem gehabt. Wir haben schon ein bisschen Tests gemacht und dann ist leider mit dem Strom was schief gegangen und über 30 Loks sind abgeraucht. Und wir haben zwar immer so 10, 15 Ersatz für irgendwelche Sachen, aber so viel nicht. Deswegen haben wir gestern Abend bei Facebook einen Aufruf gemacht, ob irgendjemand hier in der Nähe noch ein paar von diesen Loks hat. Und wir haben eine ganze Menge Zuspruch gekriegt und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die abholen. Das war auch das, was wir Freddy und Gerrit erst ganz spät erzählt haben, dass der erste Versuch definitiv der beste ist. Ja, ich habe gerade eine tolle Info gekriegt, die ich noch nicht wusste. Wahrscheinlich hat man mir die irgendwie vorgehalten, damit ich nicht nervös schlafe heute Nacht. Der erste Versuch ist der beste, weil danach könnten die Gummis kaputt gehen, schon abgenutzt sein oder so, die Haftreifen unten drunter. Und dementsprechend bin ich jetzt auf einen Schlag doch noch nervöser geworden, weil der erste Versuch der einfachste sein wird. Und das ist so ein Punkt, das haben wir Freddy und Gerrit erst ganz zuletzt erzählt. Einfach auch aus der Sicherheit, genau, aus der Sicherheit heraus, dass uns zum einen nicht vor dem Versuch schon der Hals umgedreht wird und zum anderen auch, um für das restliche Team auch eine gewisse Menge Ruhe noch zu haben. Was soll schiefgehen? Alle Loks sind aufgegleist. Bevor sie allerdings ziehen können, müssen sie mit dem Zuggestell verbunden werden. Die Verbindungen müssen locker genug sein, um jedem Gespann genug Platz zu geben, um kleinste Unebenheiten auf den Gleisen auszugleichen. Jede sauber fahrende Lok lässt die Elektroniker aufatmen, in dem Wissen, dass sie scheinbar alles richtig gemacht haben. Spannung ist jetzt überall drauf. David, deine Entscheidung. Ja, also, alle bereit? Ja. Dann würde ich sagen, lass die Haftreifen fallen. Go! Ein Meter. 2. 9. 10 Meter. 11. 12 Meter. 11 Meter. Da fällt dir ein Riesenstein vom Herzen, weil das ist einfach. Ich war ja nicht da zu dem Zeitpunkt, ich war ja im Urlaub in Dänemark. Und die Jungs haben das dann alleine gemacht und haben mir dann auch per WhatsApp ein Video geschickt mit dir. Ne, so insofern war das okay. Ich habe dann halt nur die komplette Planung, Organisation gemacht, habe das dann Lars geschenkt. So, du musst es jetzt tun. Das ist ja auch gar kein typischer normaler Tagesbetrieb. Also da hat man auch nichts, wo man mal irgendwie die Situation hat, dass ich betriebsblind werde oder was nicht mehr erkenne oder sowas. Oder mir nicht mehr auffällt, sondern du guckst dir jede Schraube guckst du dir nochmal an. Da ist einfach wahnsinnig viel Emotion mit drin, auch zwischen den Menschen. Und wenn die dann richtig an den Start geht, dann wird's geil.